Hallo zusammen, da sind wir zurück bei Sherlock Holmes The Awakened. Jetzt werden wir erstmal gucken, was wir hier noch so sehen können. Sherlock hat ja hier so seinen Special-Blick, wo wir hier sowas zum Beispiel Schnips uns anschauen können, wie etwas vielleicht oder auch vielleicht nicht abgelaufen ist. Und je nachdem, wie weit er in seiner Ermittlung ist, kann man hier auch schon verschiedene Szenarien sich anzeigen lassen. Wir sind hier aber noch nicht ganz weit. Man sieht das ja, wenn ich das hier nochmal aktiviere, oben zwei dieser großen Knubbel da fehlen uns noch. Deshalb müssen wir hier ein bisschen weiter ermitteln. Das hatte ich noch nicht. Interessant, ne? The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Ich glaube, damit haben wir jetzt nämlich das eine erweitert gerade. Um eine andere Möglichkeit. Is this a Tanifa, a Maori water spirit? Or something else? Either way, it's giving me chills. Ich war nämlich hier, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Oder auch nicht, noch nicht. Ich dachte, jetzt kann man hier noch eine weitere Möglichkeit auswählen. Hier fehlt ja auch noch was. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Dann bräuchte man natürlich hier den Schlüssel. Deshalb gehe ich jetzt mal zurück. Ich weiß gar nicht, hatten wir hier alles abgegrast? Was könnte das sein? Können aber immer noch nicht. Schade. Uns was anderes anzeigen lassen. Die ganze Zeit nur mit ihm, der ja verschwunden ist. So, sprechen wir ihn mal an. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Sehr nett. I thought you were meant to be intelligent. Where on earth are you going with this? Where on earth are you going with this? I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes, I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Are you joking? Why would I know this? Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Okay, also muss einiges von jemand anderem stammen und nicht von ihm selbst. Wie unter anderem die Schuhabdrücke. Und auch die Sache mit dem Kautabak, den hatten wir hier gefunden. Vielleicht kann ich jetzt eine andere, genau, jetzt kann ich eine andere Szene auswählen. Schaut mal, das macht doch Sinn. Von da hat einer gesessen und hat auf die Hütte gestarrt. Ist so jetzt meine Vermutung. Und vielleicht auch hier jetzt
Macht auch Sinn, ne? Da stopft einer was rein, damit es hier drinne nicht mehr auszuhalten ist von der Luft her. Die Frage ist jetzt nur... Ah, das könnte auch sein, oder... Nee, das denke ich weniger. Irgendwer hat da schon sein Gesicht reingestopft in diese... Ich denke eher, das ist das. Und dann ist er da drüber gestolpert. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir haben immer noch Sachen nicht gesehen. Oh, schaut mal hier. Die hatten wir aber, glaube ich, schon. Da ist jetzt nur die Frage, woher stammen diese Wagenspuren? Hier auf keinen Fall. Hier sind ja auch Spuren oder sowas, aber die fallen halt gerade irgendwie gar nicht auf. Die fallen ihm nicht auf. Hier hängt auch noch ein Schlüssel. Den will er auch noch nicht haben. Sherlock, was jetzt? 2 Sachen brauchen wir noch. Vielleicht muss ich aber auch einen anderen Hinweis auswählen. Das kann natürlich sein. Oder hier erst diese Gedankenspiele durchspielen. Wohin führt die Spur? Das klingt für mich plausibel. Diese beiden Sachen. Das ist Quark. Das kann man übrigens auch ausschließen, ne? Das löscht sich, wenn ich jetzt das Falsche zum Beispiel wähle. Seht ihr? Dann löschen sich diese Hinweise, die man gar nicht braucht. So, hier hätten wir jetzt einen richtigen. Hier müssen wir auf jeden Fall noch einen Hinweis finden. Stoff im Ofenrohr. Kommen jetzt natürlich nicht weiter, weil uns jetzt das zweite Blaue fehlt. Also wieder zurück. Und ich wähle das jetzt mal hier, den Hinweis. Das haben wir ja schon öfter festgestellt, sobald man hier den falschen Hinweis ausgewählt hat. Da geht es dann nicht weiter. Diese Spur. Schaut mal, jetzt blinkt hier nämlich der Schlüssel auf. Ne, einer fehlt, einer ist da. Jetzt können wir hier auch wieder was anzeigen lassen. Das ist unwahrscheinlich, dass er das selber war. Ich glaube nicht, dass der abgehauen ist. Ich denke eher, er wurde entführt. Wir gucken mal wieder in die Hinweise rein, ob wir jetzt hier mehr haben. Oh nee. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder 2 blaue. Immer noch falsch. Nun gut, kommen wir wieder nicht weiter. Jetzt haben wir hier natürlich, welches Gefährt könnte diese Spuren hinterlassen haben, wieder als anheftbaren, was ist das? Hinweis. Und siehe da, jetzt taucht hier was auf. Parallel verlaufende Spuren benutzt. Hier wächst kein Gras. Holzscheite wurden hier Someone moved a cart geworfen. to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Und jetzt haben wir hier wieder so ein... Das denke ich nicht. Das denke ich auch nicht. So, und jetzt gucken wir mal, ob die Story stimmt. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity.
When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Danke, Watson. Jetzt präsentieren wir das Ganze jetzt noch Captain Stanwyck. Mal schauen, was der dazu sagt. Ob er uns jetzt vielleicht den Schlüssel gibt, dass wir da mal durchschauen können. Durch die Tür. You'd best have found something by now. Ja, haben wir. I fear that someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Na, jetzt einfach mal ruhig. Auch wenn es Ihnen jetzt ziemlich unter den Nägeln brennt, was zu sagen. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Jetzt hätten wir vielleicht den Schlüssel nicht bekommen, ich weiß es nicht. Wie so oft rettet Watson hier die Situation. Jetzt haben wir die Tür aufgemacht. Da steht ein Fahrrad. Ich glaube, das sind hier solche Spuren. Schaut mal. Ist davon auszugehen, dass der hier lang ist. Oh, hier ist eine Puppe. What does it say? No seams or torn fabric on this doll. Likely one-legged by design. Hallihallo, ihr Straßentauben und Dachkrähen. Eine neue Schatzsuche erwartet euch. Mit dem Hinweis, den ihr gerade in den Händen haltet, könnt ihr eine Puppe finden. Wird es euch gelingen, sie alle aufzuspüren. Ach, das sind mehrere A treasure Puppen. hunt. Okay. Used to do lots of those in my childhood for myself and... Is it a call for help? A bad joke? or both. Better not risk leaving this matter ignored, don't you think? A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Roy Soulsby. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done.
Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Wheels picked up grass along the way. Kimahir's cart, I gather. Ermittlungsort abgeschlossen. Okay. Dann schauen wir mal in die Hinweise. Oder beziehungsweise erstmal in die Gedankenspiele. Geldbörse mit den Flecken. Dann eher das. Nein, auch noch nicht. Ach Mensch. Manches, da denkt man immer, okay, das könnte schon passen, aber passt doch nicht. Hm? So, wir jetzt zum Beispiel das ja endlich raus haben wollen mit der Mrs. Fleming, die passt da ja nur gar nicht rein. Und auch der Mr. Barnes passt da gar nicht rein. Da kann man halt aufräumen und sagen, ich suche jetzt alles ab hier, damit ich diese überschüssigen Infos nicht mehr habe, weil die würden uns jetzt durchs ganze Spiel angezeigt kriegen. Es fehlt noch was. Aber wir haben hier ja so einen Seitenstrang jetzt. Welche besonderen Merkmale weist er auf? Wir haben ja erstmal mal hier eine Visitenkarte, ne? Dann haben wir Überrest. Kann natürlich auch das Fernrohr wieder sein, ne? Wir haben wieder alle angezeigt. Mrs. Fleming, glaube ich, auch schon wieder. Jetzt war es gar nichts davon. Okay, Fußspuren. Dann nehmen wir den Seemannsknoten und das Fernrohr. Ich würde sagen, dass es ein Seemann ist. Juhu! So, spezieller Knoten, Marinefernrohr und Stiefelabdrücke, die auf einen Mann aus der Arbeiterklasse hindeuten. Das alles lässt nur einen Schluss zu. Kimihir ist ein Führer, ist ein Seemann. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der Entführer ist ein Seemann. Damit haben wir das jetzt auch. Wir wissen nun, dass Kimihir als Entführer wahrscheinlich Seemann ist, dass sich auf seiner Geldbörse Rückstände von Salpeter befinden und dass es am Londoner Hafen vor kurzem einen Unfall mit Salpeter gab. Also geht's ab zum Hafen. Dann warten wir mal das an. Achso, das wäre jetzt hier dieses Rätsel machen wir jetzt aber mal nicht. Wir machen das andere weiter. Ich könnte übrigens hier Sherlock umziehen und sogar die Sachen anziehen hier, die er zum Beispiel in dem anderen Spiel anhatte. Wir können auch Watson umziehen. Haben wir auch verschiedene Sachen. The Strand proved not so useless after all. The saltpeter accident. Doctor, do you recall? The Port of London, of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall need to take a cab there. Dann suchen wir uns jetzt mal einen Cab. Where to, Gav? The Port of London, please. I will show you where to stop. Ich weiß jetzt nicht, ob die Sache mit der Puppe dann jetzt vorbei ist, aber ich glaube, wir kommen hier wieder zurück. Ist ja schließlich sein Zuhause. Wir sind jetzt am nächsten Kapitel schon. Die blutrote Nacht. Und jetzt müssen wir unseren Seemann finden. Mr. Holmes. Ach, jetzt hat er sich selber umgezogen. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I do not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps. Before the war, my time abroad was difficult. Once, I
I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued. Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, to wit. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimmer here? Schauen wir uns mal auf dem oder am Hafen um, nicht auf dem Hafen. Das war jetzt ein Hinweis. Versuch's mal mit der Visitenkarte. Machen wir. Wir wollen ja Leute befragen. Haben wir hier schon irgendwas zur Auswahl? Wer hat ihn? Natürlich nicht, ne? Wir haben ja noch keine Infos. Wo ist er? Können wir auch noch nicht beantworten. Jetzt sind die anderen auch alle raus, die wir nicht brauchen. Also hier die Sache mit unserem Buchladen ist jetzt raus aus den Hinweisen. Oh, hardly a reputable establishment. I've seen worse. So, fragen wir sie mal. Greetings, miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Beobachten wir sie mal. Ist blass. Morgenübelkeit. Bauch leicht gewölbt. Hose ist etwas zu eng. Sie ist schwanger und verheimlicht es. Denke ich jetzt einfach mal. Your clothes are already tight and soon they won't fit at all. How far along are you? I thought I'd hidden it better. How did you know? Are you a doctor? In a manner of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. Would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. Okay. Dann My nicht. colleague and I are seeking a burly man, above average height, with workman's boots. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. Kann man hier schon irgendwas präsentieren? Are you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. Okay. Wie wir jetzt glauben können, wird sich noch herausstellen. Wir haben mehrere Ausgänge. Jetzt bin ich ja quasi auf der anderen Seite. Hey, kannst du mir was sagen? Halt, halt, nicht abhauen. May I ask for your assistance? Of course I know. To cut a long story short. Der Mann scheint häufig in der Nähe der Werft anzutreffen zu sein. Okay, dankeschön. Der war ja sehr hilfreich. Manche sind ja da, ja, ich weiß davon aber gar nichts. Schauen wir mal, ob er uns noch was sagen Excuse kann. me, just one question. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Da, seht ihr, das meinte ich. Darüber weiß ich nichts. Gut, nun rempelt er die auch noch alle an, ne? Hilfe, Gerwisch vor einer Woche verschwindet. Bitte sagen, wenn Sie sehen, da ja ein Abendviertel von Hafen Bescheid sagen, rotes Banner über Eingang von Haus. Mhm.
Für die Star auf Gibraltar werden ein Zimmermann und fähige Seemänner gesucht bei Captain Ahab. Oh, hey, ich weg. Postamt Lenhor Street melden. Was mal hier? Kräftigen wir für redliche Arbeit, gesuchte Informationen jeden Mittwoch und ab. So, hier können wir jetzt runter zu den Booten. Aber das ist nicht die Werft, das ist einfach nur so ein... Can you satisfy my curiosity? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Gut, den lassen wir mal in Ruhe angeln, den stören wir ja nur. Ein bisschen größeres Areal jetzt hier. Hey, kannst du mir Help me, helfen? please. You are lucky to find me. Die Leute sagen, dass Mr. Soulsby womöglich gerade am Pier Nummer 3 nach dem Schiff sieht, auf dem sich gestern Nacht die Explosion ereignet hat. Okay. Can you satisfy my curiosity? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Ich denke auch, dass wir jetzt genug Infos haben, um den zu finden. Die anderen werden uns jetzt hier nicht großartig mehr helfen können. Was? Entschuldigung, steht doch nicht im Weg. Immer noch die Sache mit dem Haus, dem roten Banner. Das ist jetzt kein Haus. Ich glaube, da ist die Sache mit dem roten Banner. The coffin won't Armen go Viertel. away and the doctor's too pricey. Vielleicht hängt das ja irgendwie Hello, zusammen. Is this where I may find Deia? You read the poster? Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. I want to speak to Deia. Is she around? Amma, my mother. She got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. Do you still have the necklace that Soulsby gave to Girves? Girves left it near the, shrine. I tried to sell it to buy Amma medicine, but no one wanted to buy. How would you describe this Soulsby? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made of metal. Don't go anywhere. So, das ist der Altar. Da haben wir die Anhänger. This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. I miss Girves. Do you think he's okay? So sieht also sein Bruder aus. Die Mutter ist krank, die ist nicht da. Und wir müssen immer noch den Soulsby finden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier oben irgendwo es weitergeht. Nee, sieht irgendwie alles zu aus. Geh mal aus dem Weg, Watson. Ist jetzt auch nicht, das sieht ja alles so. Wir haben ja überall irgendwelche Blutflecken. Ach, das wird wahrscheinlich hier der Arzt sein. Aber hier ist niemand. Steht halt auch sowas wie Medizin oben und Spritzen liegen hier. Aber die Betten sind alle leer.
Am Hafen schauen wir uns beim nächsten Mal weiter um. Wir wollen ja schließlich Soulsby finden. Wie es weitergeht, schauen wir uns aber erst beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.